Heute treffen sich in Perfect Ride 3 mächtige Zwerge zum Duell. Dabei muss sich der 192 PS starke Liebling der Damenwelt, der Mini Cooper S, 2 starken Gegnern stellen. Seine Kontrahenten, der dank Overboost schärfste Ford Fiesta aller Zeiten und die neueste Waffe aus Ingolstadt, der lang ersehnte Überflieger Audi S1. Wer aus diesem Duell als Sieger hervorgeht, jetzt in Perfect Ride. Yeah, everybody's against you. You lost your best friend. You're back against the wall, don't even know what happened. They shoot dirty looks, and you catch them as you're asking what was heard through the grapevine. The same rumor has it. Words will be a mumble, lies and betrayal. Diese 3 Rennwagen für Großstädter vereinen über 600 PS. Heute dürfen sie in dieser ungewöhnlichen Konstellation zeigen, was sie können. Die 3 Lifestyle-City-Flitzer treffen in einem ehemaligen Militärgelände aufeinander, um auf der Viertelmeile zu klären, wer der sportlichste Kleinwagen auf dem Markt ist. When it comes to the truth, you hear a lot of different things. Some people gonna bend and twist hard for the win. Man is overboard, consciousness out the window. Principle suffocated with the greed in your system. Soon as it goes out, weed in your system. Simple math, how high can you get? Like digits on the bank account, count with the peach. You were living with regrets, yeah, I believe. Already told ya that you need to believe in yourself. You were living with regrets, yeah, I believe. Er hat den Führungsanspruch. Er ist aus den Großstädten dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Für ihn braucht man keine Kaufargumente. Er verkauft sich wie von selbst. Der New Mini geht nach mehreren Millionen verkauften Einheiten in die 3. Generation. Er entwickelte sich über die Jahre zu BMWs Goldgrube. Er ist wie das iPhone der Automobilbranche, der Liebling der Damenwelt. Ganz einfach eine moderne Stilikone. Der Innenraum stylisch und wie eine einzige Lichterparade. Wo nichts leuchtet und blinkt, ist auch nichts zu finden. Display, Knöpfe und Schalter lassen die Zugehörigkeit zu BMW erkennen. 3 unterschiedliche Fahrmodi stehen zur Auswahl. Leuchtet es grün, spart man ein wenig Sprit. Verfärbt es sich gelb, ist typischer Mini-Fahrspaß angesagt. Doch in dem Moment, in dem das Cockpit rot leuchtet, verwandelt sich der S-Cooper zu dem kleinen, bissigen Biest, das für Fahrspaß steht, wie kaum ein anderer. Wo früher Soldaten hausten, darf der S-Cooper heute zeigen, was wirklich in ihm steckt. Denn im täglichen Stadtverkehr lassen sich die Grenzen nicht ausreizen, ohne leicht kriminell zu wirken. Die Daten des S-Cooper zeigen, dass er langsam erwachsen geworden ist. Sein Grundpreis ist ordentlich, doch dafür ist der Mini wertstabil wie kaum ein anderer. Auf einer schnellen Runde quer über das Gelände des Innoparks in Kitzingen bei Würzburg muss der S-Cooper zeigen, ob er, obwohl er schwerer und länger ist, noch immer der Kurvenräuber ist, den alle so lieben. Der Mini S geht an den Start zur schnellen Runde.
Er ist bekannt für seine extrem direkte Lenkung und ein herrlich straffes Fahrwerk. Die enge und verwinkelte Streckenführung müsste ihm also richtig gefallen. Schon in den ersten Kurven ist klar, trotz längerer Karosse und höherem Gewicht der neuen Generation bietet der Mini nach wie vor eine Menge Fahrspaß. Er ist sogar wendiger und präziser denn je. BMW hat viel Erfahrung mit sportlich abgestimmten Fahrwerken. Auf der Geraden sorgt seine auf 192 PS gesteigerte Leistung für den nötigen Vortrieb. Wirklich erstaunlich ist, dass trotz der Kombination aus viel Power und Frontantrieb keinerlei Antriebseinflüsse in der Lenkung spürbar sind. ...1,2 Tonnen bringt der 3,85 Meter große Mini auf die Waage. Doch das für einen Kleinwagen relativ hohe Gewicht macht sich kaum bemerkbar. Die Performance des neuen S-Cooper ist beeindruckend. Nach 2 Minuten und 3 Sekunden ist er zurück am Ausgangspunkt. Eine Zeit, an der sich seine Konkurrenten nun messen lassen müssen. Der rote Flitzer ist das Gegenstück aus dem Hause Ford. Dieser Fiesta ist bereits seit 2012 auf dem Markt und erinnert mit seinem weit aufgerissenen Maul ein wenig an einen Aston Martin im Kleinformat. Doch dieser Fiesta ist weit weg von gewöhnlich, denn er trägt ST im Namen. ST steht bei Ford für Sport Technologies. Somit ist der Fiesta ST die momentan höchste Evolutionsstufe der Baureihe. Ein üppiger und dennoch dezenter Spoiler sorgt für den sportlichen Auftritt und Anpressdruck. Ansonsten wirkt sein Kleidchen relativ dezent. Die 290 Liter Kofferraumvolumen lassen sich bis auf 1000 Liter erweitern. Ein Spitzenwert für einen Kleinwagen. Auch im Innenraum zeigt der ST seine sportlichen Ambitionen. Doch alles fällt ein wenig nüchterner aus als im Mini. Ford legt wenig Wert auf Designexperimente, viel mehr auf Funktionalität. Die Recaro-Sportsitze mit hervorragendem Seitenhalt, trotz Langstreckentauglichkeit, sind beim ST bereits serienmäßig an Bord. 182 PS holt der ST aus 1,6 Litern Hubraum. Der Grundpreis liegt bei 20.190 €, verglichen mit der Konkurrenz ein Schnäppchen. Jetzt muss der stärkste Fiesta aller Zeiten zeigen, ob er mit dem Mini mithalten kann. Schon am Start kann er seine Fronttriebler-typischen Traktionsprobleme nicht verbergen. Es quietscht und zerrt an der Lenkung. Dennoch liegt er wirklich gut auf der Straße. Sein straffes Fahrwerk sorgt beim Fahrer für ein extrem positives Feedback. Perfekt für eine schnelle Runde, auf der Langstrecke etwas holprig und nervig. Die
Lenkung ist sehr direkt und gibt dem Fahrer genau das erforderliche Maß an Rückmeldung, um mit dem ST so richtig schnell um die Kurven zu zirkeln. Doch der Fiesta ST hat noch einen Trumpf im Ärmel. Die Overboost-Funktion erhöht im Volllastbereich den Ladedruck und steigert so die Leistung für bis zu 15 Sekunden auf 200 PS. Und noch ein Trick macht den ST zu der wilden Fahrmaschine, die er ist. Ein im Vergleich zur Serie größerer Servomotor mit kleinerer Übersetzung lässt ihn zackig einlenken. In Kombination mit einer elektronischen Differentialsperre, die das kurveninnere Vorderrad ein wenig einbremst, sind deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich. Gleich zeigt sich, ob es reicht, um den Mini vom Thron zu stoßen. Doch der Fiesta ST muss sich geschlagen geben. Mit 2 Minuten und 7 Sekunden ist er über 3 Sekunden langsamer als der S-Cooper. Als dritter mischt sich ein Hersteller in den Kampf der flotten City-Flitzer, der sich bisher zurückgehalten hat. Audi geht mit dem S1 auf Konfrontationskurs. Mit Allradantrieb und deutlich mehr Leistung als seine Konkurrenten wollen ihn die Ingolstädter von Anfang an aus der Masse herausheben. Heckspoiler und 4 fette Endrohre zeigen, dass es sich hier um alles andere als einen gewöhnlichen A1 handelt. Das Ladevolumen von 270 Litern liegt auf Augenhöhe mit seinen Konkurrenten. Mit optischen Akzenten wie Kunststoffschalen auf der Rückseite der Sportsitze peppt Audi den Innenraum auf. Und man muss zugeben, es funktioniert. Aus einem biederen A1 wird durch feine Details ein kleiner Styler. Die Leistungsdaten sind in dieser Klasse einzigartig, allerdings auch der Grundpreis von über 30.000 €. Die A1-Baureihe läuft bisher nicht so erfolgreich, wie es sich Audi erhofft. Das soll der S1 jetzt aber ändern. Kleinwagen werden dann zum Kult, wenn sie Lifestyle und Fahrspaß vereinen. Und genau das macht der S1. Auch er darf zeigen, was wirklich in ihm steckt. Der S1 hat dank Allradantrieb einen entscheidenden Vorteil. Auch wenn man diesen in der Großstadt eher selten braucht, hilft es ihm auf dem engen Kurs enorm. Wie bei allen S-Modellen von Audi sitzt an der Hinterachse eine hydraulische Lamellenkupplung. Dadurch kommt die Kraft genau dort an, wo sie am besten auf die Straße gebracht werden kann. Hinzu kommt eine elektronische Quersperre mit radselektiver Momentsteuerung. Sie unterstützt die Arbeit der Lamellenkupplung mit zusätzlichen, fein dosierten Bremseingriffen an den kurveninneren Rädern. Das Zusammenspiel beider Systeme macht das Handling extrem agil und präzise.
Dort, wo es seinen Konkurrenten schwerfällt, wieder Fahrt aufzunehmen, brilliert der S1. Auf losem Untergrund zeigt der Quattro-Antrieb seine Stärke. Eine letzte dynamische Kurve und schon ist klar, der Audi ist auf diesem Kurs unschlagbar. Nach 2 Minuten ist er zurück und unterbietet den Mini um fast 3 Sekunden. Der Audi S1 bringt neuen Schwung in den Kreis der leistungsstarken Cityflitzer. Auch wenn er sich am Lifestyle-Faktor des Mini die Zähne ausbeißen wird und fast 10.000 € teurer ist als der Fiesta ST, glänzt er durch Audi-typische Perfektion. Ein letztes Treffen der Kontrahenten auf der Viertelmeile. Scared you lost your best friend. Back against the wall, don't even know what happened. Shoot your nerves, the grapevine, the same rumor has words will be your own. Lies and betrayal. Search for the bottom of this before the ship sails. Relationships fail, whatever the reason. You in the top to break trust, I believe. Yeah, I believe. But you need to believe in yourself. You in the top to break trust, I believe. Der S1 schießt vom Start los wie eine Rakete. 5,9 Sekunden auf 100, da können die beiden Fronttriebler nicht mithalten. Einmal in Schwung gekommen, gelingt es dem S-Cooper dran zu bleiben. Um den Rückstand aufzuholen, reicht es aber nicht. Beim Fiesta sieht es ähnlich aus. Trotz Overboost hat er keine Chance, die bereits am Start entstandene Lücke zu schließen. Der S1 rast mit mehreren Wagenlängen Vorsprung durchs Ziel und lässt seine Konkurrenten alt aussehen. Um diesem kleinen Ingolstädter Paroli bieten zu können, müssen sich andere Hersteller eine Menge einfallen lassen. Wem Serienfahrzeuge generell zu langweilig sind und wer bereit ist, sogar noch mehr als für einen Audi S1 auf den Tisch zu legen, findet sein Glück beim Tuner. Normalerweise ist er ein zahmes Kätzchen. Normalerweise fällt er im Straßenverkehr gar nicht auf. Doch dieser Citroën DS3 ist alles, nur kein normaler Franzose. Dieser DS3 ist ein Musketier. Die in Oberhausen angesiedelte Tuning-Schmiede Musketier macht aus dem 156 PS starken Citroën ein kleines Biest namens DS3 Tiburon.
schicke 18 Zöller für 1.800 €, eine monströse Edelstahl-Auspuffanlage für 1.000 € und ein Bodykit im Carbon-Look für weitere 2.000 € sorgen für das alles andere als dezente Erscheinungsbild des kleinen Musketiers. Die Frontspoilerlippe sitzt so tief, dass sie die Alltagstauglichkeit einschränkt. Steile Tiefgaragen werden damit zu Barrieren. Unter der Haube schlummert der durch erhöhten Ladedruck leistungsgesteigerte 1,6 Liter Turbomotor. Das Temperament des kleinen Franzosen wächst durch die höhere Leistung spürbar. Dass hier kein Standard DS3 unterwegs ist, flüstert er der Außenwelt durch 2 fette, fauchende Endrohre zu. Die Leistungssteigerung lässt sich Musketier teuer bezahlen. Doch es lohnt sich. Statt 156 zerren 222 PS an der Vorderachse. Das maximale Drehmoment wächst von 240 auf beachtliche 320 Newtonmeter. Knapp 6.000 € verlangt Musketier für das Leistungskit. Sowohl Auspuff als auch Turbolader werden dann zu Musikanten. Der Citroën DS3 Tiburon sprintet mit 6,7 Sekunden 1 Sekunde schneller als die Serie auf 100. Der Topspeed liegt dann bei 235 km/h, Kostenpunkt 35.700 €. Im Innenraum fallen die Modifikationen deutlich geringer aus. Die meisten Teile der Serie bleiben erhalten. Neu an Bord ist die Alu-Pedalerie. Die Seriensitze könnten etwas mehr Seitenhalt vertragen, vor allem um in schnellen Kurven fest im Sattel zu bleiben. Das Armaturenbrett im Carbon-Look mit Tiburon-Emblemen rundet das Gesamtpaket ab. Die von Musketier Tuning versprochenen 6,7 Sekunden auf 100 bekommt der DS3 bei trockenem Belag hin. Gerade auf kurvigen, engen Straßen macht der Citroën eine Menge Spaß. Auch wenn er Fronttriebler-typisch dazu neigt, ordentlich über die Vorderachse zu schieben. Die Wahl zwischen fauchendem Auspuff bei Volllast und Turbotrellern, wenn man vom Gas geht, macht Laune. Auf der Autobahn macht sich die Leistungssteigerung auf andere Weise bemerkbar. Denn welche französische Tachonadel entwickelt oberhalb der 150 km/h solch eine Dynamik?